Hallo Tuning-Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Foliatec Videotutorial. In der heutigen Folge geht es um das Thema Felgen lackieren und zwar permanent mit unserem dafür speziell entwickelten 2K Felgenlack. Wichtig dabei ist, der Lack ist besonders robust und beständig gegen Chemikalien wie zum Beispiel Bremsenreiniger, Felgenreiniger, Witterungseinflüsse, zum Beispiel im Winter Streusalz, aber auch mechanische Belastungen, gerade beim Räderwechsel. In diesem Set befinden sich 3 Dosen A400 ml von unserem 2K Felgenlack. Das Set ist entsprechend ausreichend für 4 Felgen bis ca. 17-18 Zoll. Das ist immer natürlich abhängig die Ergiebigkeit, was für ein Design hat die Felge, was für eine Farbkombination wählt ihr. Entsprechend könnte es natürlich sein, dass ihr vielleicht noch eine zusätzliche Dose benötigt, gerade wenn ihr wie in diesem Fall hier 19 Zoll Felgen habt. Damit ich euch mal zeige, was in dem Set alles drin ist, machen wir jetzt die Box mal auf. Ihr habt in dem Set im Prinzip alles Notwendige drinnen, um eure Felgen komplett umzustylen. Neben den 3 Dosen Felgenlack enthält das Set auch einen Schleifschwamm, damit ihr die Oberfläche anrauen könnt. Ein Mikrofasertuch, wichtig, fussel- und staubfrei, damit ihr gegebenenfalls Fettrückstände entfernen könnt. Dann natürlich den Felgenlack an sich, die 3 Dosen. Und natürlich auch, wie gewohnt bei uns, ein paar Gummihandschuhe sind mit dabei. Und damit ihr die Oberfläche nach dem Anschleifen und Reinigen nochmal entfetten könnt, jeweils pro Felge ein Isopropanol Reinigungstuch. Und damit ihr euch leichter tut, dann auch beim Abkleben, sind hier unsere Abdeckkarten mit dabei. Da ist ein Packen drinnen, der reicht für ein komplettes Rad, um im Prinzip den Reifen am Felgenhorn abzudecken. Hier jetzt einmal grob noch die einzelnen Schritte des Lackierens. Ihr solltet natürlich die Felgen vom Fahrzeug entfernen und zunächst einmal grob von Straßenschmutz befreien. Wichtig dabei ist einfach, nach der Reinigung muss die Felge komplett abtrocknen. Ist die Felge dann soweit trocken, könnt ihr den kleinen Schleifblock hier nehmen und die Oberfläche damit komplett anrauen. Alternativ könnt ihr natürlich auch ein Schleifpapier verwenden. Beim Trockenschleifen verwendet ihr bitte eine 240er bis 320er Körnung, beim Nassschleifen eine 400er bis 600er Körnung. Habt ihr dann die komplette Oberfläche angeschliffen, nehmt das fusselfreie Mikrofasertuch und einen handelsüblichen Silikonentferner. Ihr könnt natürlich alternativ auch unseren Karosseriesprühfolien-Vorreiniger verwenden und entfernt im Prinzip den ganzen Schleifstaub von der Felge. Vorteil natürlich beim Silikonentferner ist, ihr entfettet sie gleichzeitig. Habt ihr diesen Schritt gemacht, nehmt die Abdeckkarten und deckt euch den Reifen von der Felge einmal ringsrum ab. Im Anschluss und als letzten Schritt pro Felge ein Isopropanol Reinigungstuch. Damit entfernt ihr wirklich auch letzte Fettrückstände von der Oberfläche und eure Felge ist jetzt soweit ready zum Lackieren. Nach der Vorreinigung kommt jetzt der nächste Schritt, das Anschleifen. Und wie schon erwähnt, nehmt diesen Schleifblock und schleift damit die Oberfläche gut an. Wir lackieren die Felge sowohl innen als auch außen, das heißt, wir schleifen jetzt natürlich genauso auch innen an. Viel Spaß, mir beim Arbeiten zuzuschauen. Nachdem wir die Felge nun komplett angeschliffen haben, entfernen wir den Schleifstaub mit unserem Karosseriesprühfolien-Vorreiniger und dem beiliegenden Mikrofaser-Reinigungstuch. Da wir natürlich die Felge innen und außen lackieren, ist es ganz wichtig, die Auflagefläche der Felge mit einem Klebeband abzukleben. Hier darf kein Lack drauf kommen. Das gleiche gilt natürlich auch fürs Ventil. Damit fangen wir jetzt an und wenn wir das hier beendet haben, dann decken wir den Reifen mit den Abdeckkarten ab. Nachdem wir nun alle Oberflächen abgeklebt haben, geht es jetzt darum, letzten Endes die Oberfläche ein letztes Mal zu entfetten. Verwendet hierzu die Isopropanol Reinigungstücher, eines pro Felge. Das heißt,
nehmt das Tuch einfach aus der Verpackung und wischt damit komplett nochmal die Oberfläche nach. So, jetzt haben wir die komplette Oberfläche der Felge entfettet. Der Untergrund ist jetzt lackierbereit. Spätestens ab diesem Zeitpunkt solltet ihr auch die Gummihandschuhe tragen, dass ihr nicht wieder erneut Fett auf die Oberfläche aufbringt mit den blanken Fingern. Nun könnt ihr mit den Abdeckkarten den Reifen abdecken. Steckt hierzu die Karte einfach zwischen Felgenhorn und Reifen, leicht überlappend, einmal ringsrum. Das Rad ist jetzt fertig zum Lackieren. Jetzt geht es an das 2K Lackspray. Wie schon im Vorfeld erwähnt, ist es eine 2K Qualität, das heißt, ihr habt den Härter hier in der Dose drinnen. Nehmt, um die Dose zu aktivieren, diesen roten Pömpel einfach aus dem Deckel raus und steckt den auf der Unterseite der Dose auf das Ventil auf und drückt jetzt nun einmal den Pömpel komplett in die Dose rein. Das heißt, die Härterkartusche in der Dose ist jetzt aufgebrochen und nun muss einmal der Lack ordentlich für 2 Minuten aufgeschüttelt werden, damit er sich gut mit dem Härter vermischt. Nachdem wir nun die Dose gut aufgeschüttelt haben, noch ein kleiner Hinweis. Zum einen setzt zum Lackieren eine Atemschutzmaske auf, zum anderen handelt es sich bei der Düse hier um eine sogenannte Fächerdüse. Ihr habt damit einen sehr feinen, aber auch länglich breiten Sprühstrahl. So, die erste Schicht haben wir jetzt schon aufgetragen. Wichtig ist, Ablüftzeit zwischen den einzelnen Schichten ist so circa 5 bis 10 Minuten. Wir empfehlen für eine optimale Deckung maximal 2 bis 3 Schichten aufzutragen und dann habt ihr auch ein perfektes Ergebnis. Jetzt warten wir einfach mal diese 5 Minuten ab und beschichten dann noch die zweite Schicht. Dann ist die Innenseite der Felge fertig. Wir lassen es dann noch kurz abtrocknen, drehen sie vorsichtig um und beginnen dann mit der Vorderseite. So, nachdem wir nun die 2 Schichten auf dem Innenbett lackiert haben, geht es jetzt an die Frontseite. Und ganz wichtig, die Frontseite sollte auch immer ein höheres Augenmerk bekommen als das Innenbett. Warum? Ganz einfach, man sieht natürlich die Front mehr als das Innenbett. Wichtig ist natürlich, wenn ihr lackiert, gerade bei der Front, da habt ihr sehr viele Ecken, ihr habt die Radbolzenlöcher, da solltet ihr natürlich zuerst darauf achten, dass ihr hier genügend Material auftragt. Also wichtig, sprüht immer als erstes die schwer zu erreichenden Bereiche. Im Anschluss dann geht ihr komplett dann einmal über die Stirnflächen drüber. Wartet ganze 5 Minuten, bis die erste Schicht soweit abgelüftet ist und dann könnt ihr auch die zweite Schicht auftragen. Dann sollte es auch decken und wichtig dabei, die zweite Schicht wirklich schön satt und nass auftragen, denn wir lackieren hier ja schwarz glänzend, das heißt, die Oberfläche soll danach auch hochglänzend wirken. Entsprechend muss die Oberfläche dann auch nass sein, sich spiegeln und somit erzielt ihr dann auch einen schönen Schwarz-Hochglanz-Effekt. Nachdem wir nun die zweite Schicht aufgetragen haben, konnte der Lack jetzt 2 Stunden aushärten. Jetzt wäre das Rad auch wieder so weit, dass ihr es vorsichtig am Fahrzeug montieren könnt. Wir empfehlen euch allerdings 24 Stunden zu warten. Zum einen härtet der Lack in dieser Zeit noch weiter aus. Nach 24 Stunden könnt ihr das Fahrzeug auch wieder ganz normal bewegen. Überansprucht den Lack allerdings bitte nicht in der ersten Woche, denn seine vollständige Endhärte erreicht er nach ca. 7 Tagen. Ich finde, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Es ist eine schöne Schwarz-Hochglanz-Optik. Vielleicht hat der ein oder andere ja einen alten Satz Felgen zu Hause, wo er sich schon immer mal überlegt hat, das Ganze wieder ein bisschen aufzuhübschen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal einfach wieder einschaltet.